Ja, moin. Endlich wieder Freitag, auf einem Samstag. Endlich wieder Patch Notes. Und die gehen wir jetzt Stück für Stück, wie immer, einfach mal schnell durch. Wird diesmal ein sehr, vielleicht mit gemischten Gefühlen. Ich weiß nicht genau, wie ihr das sehen werdet. Ich habe mir das schon gestern reingezogen. Man hat natürlich schon ein bisschen mitbekommen. Deswegen gehen wir das einfach mal schnelle Welle durch, weil ich will euch alle ja nicht hier, wie nennt man das, beeinflussen? Ich glaube, man nennt das beeinflussen. So, Nummer eins ist hier jetzt wieder dieses ganze, was letztes Mal schon war, das Dragon Saga Mega Event, ne? Das ist aber beim letzten Video ja auch schon alles ausführlich erklärt worden. Das wöchentliche XP Bonus-Event, da könnte ich euch mal hier nochmal einblenden, was es für eine Rate ist diesmal. Das werde ich euch einfach mal einblenden. Das habe ich auch so jetzt gar nicht im Kopf, müsste ich einmal schnell gucken. Patch Notes. 10.11.12. wird es sein, ne? Guck mal, das sind dann 2,2, 2,2 und Sonntag 2,4 Event. Also, wie gesagt, blende ich euch sowieso ein. Account Creation Rewards. Das ist wieder das mit den Pots, ne? Und den Willkommensbox. Genau, und mit dem Pad. Ja, das wird halt den ganzen Mai jetzt so laufen. Da wird es nichts Neues geben, großartig. Bla 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 bla. Important. Das hatten wir, glaube ich, auch. Cannot be transferred. Ja, okay, alles klar. In der Willkommensbox sind das und das und das und das und das und das und das. Ja, okay, nice. Charakter Creation Rewards sind 50 Pots. Haben wir auch alles. Enchant und Soulcraft Event ist verdoppelt. Wissen wir, haben wir vom letzten Mal noch. Diesmal diesmal ist es halt die Enchant-Chance. Diesmal ist es nicht mehr das Soulcraft. Letzte Woche hatten wir die ganze Zeit Soulcraft. Diesmal ist es die Enchant-Chance, die besser ist. Ja. Big Letter Event. Auch wie vom letzten Mal. Ist nichts Besonderes dazugekommen. Denkt man im ersten Moment. Kommen wir gleich zu. Bla 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 bla. Hatten wir ja beim letzten Mal schon, was es alles so gibt, welche ganzen Sets und Food und bla und bla und bla und bla und bla. So. Aber jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Important Change to Letters. Die können nicht länger mehr gehandelt oder getradet werden. Das kannst du jetzt nur noch für 1 Silber am NPC verkaufen. Ja, ich weiß. Kommt erstmal runter. Moment. So. Ist natürlich im ersten Moment ein sehr krasser Einschnitt für alle, denen jetzt irgendwie ein Buchstabe noch fehlt. Ich kenne eure Argumentation und. Alles cool. Ich verstehe die Aufruhr und. Ich verstehe den Aufstand, ne? Naja, egal. Ich verstehe das schon. Alles cool. Da haben sie aber ganz schnell eigentlich gehandelt und haben nochmal was daran geändert an diesem Change hier. Das steht halt nicht in den Patch Notes mit drin, aber das haben die geschehen. Das blende ich euch jetzt mal ein. Und zwar haben sie. Ich müsste das erstmal selber jetzt schnell raussuchen, damit ich das auch lesen kann. Die haben jetzt bei diesem NPC, bei diesem Girl, natürlich stehe ich jetzt da nicht, ne? Das ist natürlich sehr blöd. Moment, ich porte mich schnell dahin und dann ist halt, wenn man unvorbereitet hier reingeht. Aber gut, so ist es halt. Zack und zack und zack. So. Also, die haben jetzt bei diesem NPC hier. Na gut, ich lese es erstmal vor. Die haben bei dem NPC haben die jetzt so ein Trade-System eingefügt, dass du zum Beispiel deine Buchstaben, die du doppelt hast und etc. zum Beispiel jetzt, also auch die man auch wirklich braucht in dem Event, ne? Also jetzt ein A zum Beispiel, ne? Dass die dann, wenn du davon 3 Stück tauscht, kriegst du eine Münze. Ja, da steht ja unten so eine Mithril-Münze, so ein Mithril-Coin. Und mit 3 solchen Coins kannst du dir einen Buchstabe nach Wahl holen. Das finde ich eigentlich sehr, 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 sehr geil. Also wirklich ein sehr, sehr geiles System. Und ja, ich weiß, sie haben wirklich
Das ist wirklich schon eine geile Nummer. Und sie haben nochmal die Drop-Chance von den Boxen erhöht, verdoppelt, ne? Was auch nochmal. Ja, ich weiß. Was auch nochmal mega gut ist. Das heißt, es kann sich eigentlich keiner mehr beschweren, dass sie irgendwie nicht an die Buchstaben kommen oder irgendwas. Ne? Das ist fast gar nicht möglich. Also ich kann es euch hier auch nochmal zeigen bei dem NPC hier, bei der Jenny. Ne, die seht ihr hier auf Seite 3. Ne, da könnt ihr dann alle Buchstaben, die man braucht, könnt ihr dann zu diesen Boxen umtauschen. Ah ne, Quatsch, hier zu den Münzen umtauschen. Was rede ich da? Kann man hier zu den Münzen umtauschen. 3 A's ist eine Münze. Und 3 Münzen sind ein Buchstabe, den ihr euch holen wollt. So, ne? Also es ist eine sehr, finde ich, ein sehr geiler Change. So ist es nicht. So, dann war es eigentlich schon, was mit den Letters angeht. Also man hat jetzt noch 3 Wochen Zeit für die Buchstaben und du kannst eigentlich alle tauschen, die du dann auch noch brauchst. Also das ist schon eine sehr, sehr krasse und gute Steigerung im Gegensatz zu denen, wie es davor war. Also das finde ich schon sehr gut. Das finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Auch wenn die jetzt nicht mehr handelbar sind, das ist dann halt so, meine Güte, die Boxen wurden verdoppelt, also die Drop-Chance wurde verdoppelt von den Boxen. Also was willst du mehr? Also ganz ehrlich. So, gut, dann blenden wir mal hier den wieder aus. Changes von Pets. Das ist auch nochmal ein sehr krasses Ding. Also wirklich ein sehr krasses Ding, denn sie haben die Max-Stats erhöht von den Pets. Das heißt, früher war ja immer so der Max-Stat von jedem Pet 72, sagen wir jetzt mal hier 72 Agi. Und dann bist du halt auf 40 Stärke oder auf 40 Int. Oh ne, geht das nicht? Kann man die nicht einzeln? Doch, bist du auf 40 Stärke oder 40 Int gegangen, je nachdem, so was du wolltest. Na, und das waren ja früher immer so die krassesten Pets. Die werden jetzt Schnee von gestern sein. Ab jetzt wird es so sein, dass man 85 Agi sich rollt und 50 irgendwas, ne? Und auch hier die Endsets, hier die Endstats haben sie nochmal erhöht von Move Speed. Statt 28 sind es jetzt 36% oder Attack Speed. Statt 28 sind es 36 und, ne? Also es ist schon sehr, 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 sehr krasser Dings da. Sehr, sehr krasse Erhöhung, so ist es nicht. Also das ist jetzt nur, was die Stats angeht, ne? Die Pet-Stats. Was sie auch noch an den Pets geändert haben, weil diesmal haben sie ziemlich viel an den Pets geändert. Nur mal so, der ganze Update war eigentlich sehr viel auf die Pets bezogen. Okay, weil jetzt muss man noch dazu sagen, High-Stat-Pets, die haben natürlich jetzt nicht, wenn sie davor 72 Agi, 40 Stärke hatten, dann werden sie jetzt nicht 85 Agi und 50 Stärke haben. Das werden sie nicht haben, sondern ihr müsst wieder von neu rollen, ne? Das ist leider das Problem so ein bisschen, aber es ist ja nicht schlimm, ist ja klar, dass man die neu rollen muss. Warum solltest du automatisch die Max-Stats haben? Das macht ja keinen Sinn. Du bekommst ja auch nicht ein neues Max-Set, nur weil du jetzt gerade das maximale Set hast. Also, ist natürlich klar. Ähm, ja, Open Item. Okay. Okay, ihr müsst es nochmal leveln, bla 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 bla. Interessiert mich auch überhaupt gar nicht. Keine Ahnung, was das heißen soll. Juckt mich nicht. Pet XP Potions. Achso, es gibt keine XP Potions mehr für Pets. Ja, ist doch schon mal. Braucht eh kein Schwanz. Oh, braucht eh kein Mensch. Das habe ich nicht gesagt. Ich mache da einen Piepton rüber. So, jetzt kommen wir auch nochmal zu einer krassen Aktion. Und zwar, dass sie alle nur noch One-Time Sellable sind. Egal, ob es die Eggs sind oder die Pets sind. Die kannst du nicht mehr großartig verkaufen, sondern die sind alle One-Time Sellable. Hast du es einmal gekauft, ist es deins. Du kriegst es dann nie wieder verkauft. So. Der Punkt ist, was man jetzt dazu sagen muss, ist auch bei zum Beispiel Eier. Wenn du Eier kaufst, die dann schlüpfen lässt oder die dann auspackst oder so, dann sind sie trotzdem noch, kannst sie trotzdem nicht mehr handeln. So, ne? Also, das ist so eigentlich mit so das krasseste, was sie jetzt aktuell gemacht haben in den Patch Notes. Ich glaube, so aktuell, also das sind halt die krassen Changes zu den Pets. Also haben höhere Stats und sie sind One-Time Sellable. Die kannst du halt danach nicht mehr handeln.
$10 sein. Ja, okay, das ist ja das, was ich gerade meinte mit den Eiern. Wenn du die wenn du ein Ei kaufst aus dem Markt zum Beispiel, das dann auspackst, ist das Pad nicht handelbar. Ja, dann sind wir auch schon bei der Item Mall. Da ist ein kleiner Special Sale, ein Spezialangebot, und zwar die Pet Randomizer. Die haben sie jetzt natürlich in Angebot gemacht, aber ist ja auch naheliegend, ne? Wenn sie so einen krassen Change machen mit den Stats, dass sie dann auch hier die Randomizer und die verbesserten Randomizer ins Angebot bringen, ist natürlich an sich gar nicht so verkehrt, ne? Ja. Ja, hier sieht man ja auch, statt 800 IM-Punkte kostet es nur noch 700 IM und anstatt 1500 950, also ein paar Prozente weniger, ne? Ja, und das war's eigentlich auch schon mit den Patch Notes. War doch ein relativ langes Video, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, das geht eigentlich ziemlich schnell hier. Aber war ja auch nicht viel zu erzählen. Das meiste habe ich auch schon im letzten Video erzählt. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Denkt dran, morgen, also am Sonntag, live auf Twitch. Und wir sehen uns dann irgendwann nächste Woche wieder.